Schauen schon mal in die Herleitung rein. Keine Spuren vom Zug, Sonderwagen und Zug verschwand mit allen Insassen. Okay, da hätte ich gedacht, das passt. Gut. Also wir haben noch nichts Brauchbares, was wir kombinieren können. Na gut. Dann fangen wir doch mal hier an. Okay, hier haben wir ja auch die Postsäcke. Aber hier scheint nichts Spannendes zu sein. Und hier kommt man direkt auf die Rückseite. Und das ist wohl der Wartebereich. Hier haben wir einen reichen Fuzzi und hier haben wir wütenden Fahrgast. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Was? So. Arbeitskleidung. Eine billige Fahrkarte, also erst nicht obere Klasse. Was haben wir hier noch? Natürlich verheiratet. Und eine raue Haut. Okay, das hätte ich daran jetzt nicht erkannt. Was ist passiert? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Aha. Because their type don't need a ticket. Okay, das ist ja ein Zufall. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Aha. Okay, es wurden alle rausgekickt, bis auf die Ausländer. Das ist ja schon mal auffällig. Ah, Mr. Robinson. Da haben wir ihn doch. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Das ist ja ein stranger Typ. Okay. Australischer Hut. Ich habe sein Auge angeklickt. Okay. Australischer Hut. Reiche, geil. Das ist ein feines Hemd. Teure Kleidung. Schwerer Ring. TR. Oh, das sieht auch wertvoll aus, was da drin ist. Teure Schuhe. Krokodilleder. Das ist Mr. Robinson, gut erkannt. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but
but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Okay, der Wert des Prototyps. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Okay, das ist natürlich doof für ihn. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Was stimmt mit dem Typen nicht? Das ist uncool. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Okay, nur die Chilenen. Spannend. Und wo ist jetzt der Train Station Typ hin? Ah, da ist er. Alles klar. Aber erst nehmen wir hier alles A auseinander. telegraph. Okay, er hat ein Telegramm. Er hat ja ein Telegramm bekommen. Was haben wir hier noch? Irgendwas, was man ihm klauen kann vielleicht? Nein. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Okay, der ist anscheinend neu in seinem Job. Also, er ist noch so, weiß ich nicht, so strikt, sich an die Regeln zu halten. Junges Alter. Saubere Kleidung. Vorschriften, da haben wir es. Und Tintenfleck. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Oh Mann. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry,
but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Q. Okay. Zusammenstellung Zug für verspätet, Streckenkarte, unerfahrener Vorsteher. Unerfahrener Vorsteher. Bam. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Oh, das ist mies. That is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Seltsames Telegramm. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Ja, das müssen wir auf jeden We Fall ought to tun. visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Baggenhof chattet viele zu der Nummer 324 am Kunfts U030 abfeiertsem 35. So. Was können wir daraus lesen? Entweder, das hat jemand geschrieben, der sich überhaupt nicht mit Mausen auskennt. Oder die Person war voll bis oben hin. Weiß ich nicht. Aber das sind ja nur die beiden Möglichkeiten. Don't touch anything, please. Ja, sehr gut. Spalt im Boden, Blatt Papier. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Was liegt denn das da? Oh. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator, und diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gesamtwertes. Maximale Decksumme 15.000 Pfund. Ein Jahr verlängerbar. Okay. Also Mr. Robinson hat seine Maschine in diesem Sonderwaggon gehabt und es mega hoch versichern lassen. 15.000 Pfund waren ja damals unglaublich groß. Eine richtig große Summe. Und dieser Zug ist auf einmal weg. Natürlich wird Mr. Robinson jetzt die Versicherungsnummer, die Versicherung halt ansprechen und wird halt eine ordentliche Summe dafür bekommen. Was natürlich Versicherungsbetrug vom Feinsten sein könnte. Und vorher hat er alle Leute rausschmeißen lassen, damit halt nicht die Leute verschwinden. Manche weisen... Okay. Wir sollten einmal fix hier reinschauen. So. Zug verschwand mit allen Insassen. Chilenen blieben an Bord. So, die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Controller konnte es übersehen haben. Nein, der Besitz des Chilenenfirma aber. Barcazas wurde vorsätzlich an Bord des Zugs gelassen. Der Controller ließ alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aussteigen. Ja, so denke ich das, auf jeden Fall. Ah, ich war noch nicht fertig. Hups. Nicht aufgepasst. So. Telegramm Chesterfield und Sonder...
Okay, gut. Hätte ja sein können. Gut, dann sollten wir einmal mit dem hier sprechen und über die Versicherungssumme sprechen. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Wichtige Reisetasche. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. I will not move from here until I receive my refund. Gut, Luggage Room. Das war ja... Ist das der Luggage Room? Kann man hier rein? Hallo? Kollege, lass mich hier bitte vorbei. Das gibt's doch nicht. Also hier ist nichts mehr. Gut. Das hat er nicht zufällig gesagt, dass es in den Luggage Room soll. Ist hier? Ja. Aber wir haben jetzt nämlich die Möglichkeit, dass wir das untersuchen. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Das gibt's ja nicht. Okay. So. Dann drehen wir das noch hier rum. Ah. Okay. Was haben wir denn hier? Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer Emerton Electric erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson, der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten, egal ob sie zuvor dem Käufer und/oder dem Verkäufer bekannt waren. Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten, der Rest ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. Okay, der Vertrag ist bereits unterschrieben worden. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Korrekt. Habe ich das übersehen? Ach so. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Diesmal ist Hongkong. Also ist der gleiche Vertrag wieder unterschrieben. Yet another exclusive sales contract. Aber Mr. Robinson is the seller. genau, also er hat schon an 2 Firmen, er hat nur ein Gerät, aber hat schon an 2 Firmen verkauft. Yet another exclusive sales contract. Und diesmal hier, da steht's mit den Chiläden.
Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Okay. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Spannend. Prototyp ist versichert. Prototyp mit vielen Verkäufern. Telegramm und Sonderwagen. Dann weiß ich nicht. Okay, aber wir haben schon mal ein paar mehr Infos. Dann sollten wir jetzt... Jetzt können wir bestimmt noch mit ihm sprechen. Oder sollte das... I will not move from here until I receive my reef. Ja, alles klar, Kollege. Alles klar, der Bericht des Bahnhofs trotzdem ist kaum zu verstehen. Es ist nicht glaubt, bestehen Bahnhof passiert also nicht. Okay. Ich will nur mal gucken, ob er noch was zu sagen hat. Don't touch anything, please. Nein. Ich komme hier nicht mehr raus. So, das haben wir gehabt. Wir waren hier drin. Aber im Warehouse waren wir noch nicht drin. Hier kocht jemand originalen Tee. Das Warehouse ist aber einfach... Ich gehe mal hier kurz mit der Sicht hier durch. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Oh. Nein. Okay. Dann können wir jetzt nach Chesterfield.